Reise nach London. Anna, ich kann nicht glauben, dass wir endlich in London sind. Von dieser Reise träume ich schon seit Monaten. Ich auch, John. Ich kann es kaum erwarten, die Stadt zu erkunden und mehr über ihre reiche Geschichte und Kultur zu erfahren. Auf jeden Fall. Ich habe mich über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Londons informiert und denke, wir sollten mit dem Tower of London beginnen. Der Tower of London klingt fantastisch. Ich war schon immer fasziniert von der mittelalterlichen Geschichte und habe gehört, dass die Kronjuwelen dort ausgestellt sind. Das ist richtig. Ich habe auch gehört, dass wir eine Bootsfahrt auf der Themse machen und berühmte Sehenswürdigkeiten wie das London Eye und die Houses of Parliament sehen können. Das klingt nach einer tollen Idee. Ich war noch nie auf einer Bootsfahrt und kann es kaum erwarten, die Stadt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und wir dürfen das British Museum nicht vergessen. Sie haben einige der berühmtesten Artefakte der Welt, darunter den Stein von Rosette und die Elgin-Murmeln. Ich bin gespannt auf diese Exponate, aber ich freue mich auch darauf, in der Oxford Street einzukaufen und auf lokalen Märkten nach einzigartigen Souvenirs zu stöbern. Ich auch. Und wir können London nicht verlassen, ohne einige der berühmten Gerichte der Stadt wie Fish and Chips und indisches Curry probiert zu haben. Ja, ich habe gehört, dass London eine vielfältige Food-Szene hat, und ich bin neugierig darauf, neue Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Und wir dürfen die Tube nicht vergessen. Es ist eine der besten Möglichkeiten, sich schnell und effizient in der Stadt fortzubewegen. Auf jeden Fall. Ich bin froh, dass wir unsere Nachforschungen angestellt und ein gemütliches Erben im Herzen der Stadt gefunden haben, damit wir all diese erstaunlichen Attraktionen leicht erkunden können. Ich auch, Anna. Ich denke, diese Reise wird eine der besten Erfahrungen unseres Lebens sein. Apropos Reiseroute, ich bin froh, dass wir unsere Reise im Voraus geplant und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Londons recherchiert haben. Ja, es hat uns definitiv geholfen, das Beste aus unserer Zeit hier zu machen. Ich freue mich darauf, alles auf unserer Liste zu sehen. Ich auch. Ich denke, es ist wichtig, etwas über die Geschichte und Kultur der Orte zu erfahren, die wir besuchen, und London hat so viel zu bieten. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass wir auf dieser Reise viel lernen werden. Und es geht nicht nur um die berühmten Sehenswürdigkeiten und Museen, sondern auch um die lokalen Viertel und versteckten Juwelen. Das ist ein guter Punkt. Ich freue mich darauf, die verschiedenen Viertel zu erkunden und zu sehen, was jedes einzigartig macht. Hier ist es genauso. Und ich freue mich auch darauf, einige der berühmten Pubs der Stadt auszuprobieren und das Nachtleben zu erleben. Ja, es ist wichtig, eine Balance zwischen Sightseeing und Entspannung zu haben. Ich denke, wir werden viele Gelegenheiten haben, beides zu tun. Auf jeden Fall. Und ich bin auch froh, dass wir diese Erfahrung miteinander teilen können. Ich auch, John. Es wird ein Abenteuer, das wir nie vergessen werden. Ich muss sagen, ich bin wirklich zufrieden mit dem Airbnb, das wir gebucht haben. Es ist in einer tollen Lage und es ist gemütlich. Ja, es ist perfekt für uns. Ich liebe es, wie es im Herzen der Stadt liegt, so dass wir viele der Sehenswürdigkeiten auf unserer Liste leicht zu Fuß erreichen können. Und die Tatsache, dass wir unsere eigene Küche haben, bedeutet, dass wir Geld sparen können, indem wir einige unserer Mahlzeiten kochen, anstatt die ganze Zeit auswärts zu Das essen. stimmt. Außerdem ist es schön, ein zweites Zuhause zu haben, in dem wir uns nach einem anstrengenden Sightseeing-Tag entspannen und erholen können. Dem stimme ich voll und ganz zu.
Und es ist auch schön, dass wir unseren Flug im Voraus gebucht haben, so dass wir uns keine Sorgen um kurzfristige Preiserhöhungen machen mussten. Ja, ich bin froh, dass wir recherchiert und ein gutes Angebot auf unseren Flügen gefunden haben. Es gab uns mehr Geld, das wir für Erlebnisse und Souvenirs ausgeben konnten. Apropos Souvenirs, ich bin mir sicher, dass wir auf den lokalen Märkten einige tolle finden werden. Ich möchte etwas Einzigartiges mitbringen, an das wir mich erinnern können. Ich auch. Und ich bin mir sicher, dass wir viele Gelegenheiten haben werden, Fotos zu machen und all die tollen Erinnerungen festzuhalten, die wir auf dieser Reise machen werden. Auf jeden Fall. Ich denke, diese Reise wird eine für die Bücher. Weißt du, ich bin wirklich froh, dass wir bequeme Kleidung, Wanderschuhe und Regenkleidung für diese Reise eingepackt haben. Ja, ich auch. Ich habe gehört, dass das Wetter in London unberechenbar sein kann, also ist es besser, vorbereitet zu sein. Und die Wanderschuhe sind ein Muss, da wir viel Sichtseeing zu Fuß machen werden. Absolut. Ich möchte mich nicht unwohl fühlen oder Blasen bekommen, wenn ich zu viel herumlaufe. Und es ist gut, dass wir unsere Pässe, Reisedokumente und die lokale Währung mitgebracht haben. Wir wollen keine Probleme am Flughafen haben oder wenn wir versuchen, Dinge zu bezahlen. Das stimmt. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, und es macht den gesamten Reiseprozess reibungsloser. Apropos Reise, ich bin froh, dass wir uns genug Zeit gelassen haben, um zum Flughafen zu kommen und durch die Sicherheitskontrolle zu gehen. Ich auch. Wir wollen uns vor unserem Flug nicht beeilen und stressen. Und jetzt, wo wir hier in London sind, freue ich mich darauf, die Stadt und all die erstaunlichen Dinge, die sie zu bieten hat, zu erkunden. Wow, heute war der Wahnsinn. Ich kann nicht glauben, dass wir den Tower of London und die Kronjuwelen aus nächster Nähe gesehen haben. Ich weiß, oder? Es war so faszinierend, etwas über die mittelalterliche Geschichte der Stadt zu erfahren und all die Artefakte zu sehen. Und die Bootsfahrt auf der Themse war atemberaubend. Wir haben so viele berühmte Sehenswürdigkeiten wie das London Eye und die Houses of Parliament gesehen. Ja, der Blick vom Fluss war so anders, als die Stadt zu Fuß zu sehen. Ich bin froh, dass wir beides gemacht haben. Ich auch. Und das British Museum war unglaublich. Ich könnte Tage dort verbringen und trotzdem nicht alles sehen. Hier ist es genauso. Ich war erstaunt über die antiken Artefakte und die weltgeschichtlichen Exponate. Und die lokalen Märkte, die wir danach besuchten, haben so viel Spaß gemacht. Ja, es war toll, eine andere Seite der Stadt zu sehen und ein paar einzigartige Souvenirs zu finden. Ich denke, wir haben gute Arbeit geleistet, um die berühmten Sehenswürdigkeiten mit den lokalen Erlebnissen in Einklang zu bringen. Dem stimme ich zu. Und ich bin froh, dass wir die Stadt zu Fuß erkunden konnten. Es ist eine großartige Möglichkeit, alles aus nächster Nähe zu sehen und sich gleichzeitig zu bewegen. Auf jeden Fall. Und ich freue mich auf morgen. Wir haben noch so viel auf unserer Reiseroute, wie die British Library, die Nationalgalerie und den Buckingham Palace. Ja, hier in London gibt es so viel zu sehen und zu tun. Ich denke, wir werden noch ein paar Tage brauchen, um alles vollständig zu erkunden. Ich weiß, oder? Aber ich bin froh, dass wir das Beste aus unserer Zeit hier machen und alles erleben, was wir können. Heute Abend hat es so viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir etwas vom Nachtleben der Stadt erleben dürften.
Ich auch, Anna. Einige der lokalen Biere in traditionellen Pubs zu probieren, war eine großartige Möglichkeit, in die Kultur einzutauchen. Und die Comedy-Show in Soho war urkomisch. So gelacht habe ich schon lange nicht mehr. Hier ist es genauso. Es war eine schöne Abwechslung von all dem Sichtsehen und Lernen. Und ich denke, es ist wichtig, auch die lokale Unterhaltungsszene zu erleben. Auf jeden Fall. Und wir dürften heute Abend auch ein paar neue Lebensmittel probieren. Ich liebte die Fish and Chips und den Chef Herz Pie. Ja, das Essen in London ist so gut. Und ich bin froh, dass wir verschiedene Arten von Küche ausprobieren, wie indische und britische. Hier ist es genauso. Und ich freue mich auf morgen. Wir werden einige der Parks und Gärten erkunden, wie den Hyde Park und die Kew Gardens. Das klingt nach einer großartigen Idee. Und wir können auch einige der berühmten Museen der Stadt besuchen, wie die British Library und die Nationalgalerie. Ja, es gibt noch so viel zu sehen und zu tun. Ich bin froh, dass wir unsere Reiseroute im Voraus geplant haben, damit wir das Beste aus unserer Zeit hier machen können. Ich auch. Und ich bin dankbar, dass wir diese Reise gemeinsam machen. Es war bisher eine erstaunliche Erfahrung, und ich weiß, dass wir diese Erinnerungen noch jahrelang in Ehren halten werden. Dem kann ich nur zustimmen, John. Diese Reise war das Abenteuer meines Lebens. Ich muss sagen, die Fish and Chips, die wir heute hatten, waren unglaublich. Ich bin so froh, dass wir einige der berühmten Gerichte der Stadt probieren konnten. Ja, ich auch. Und das indische Curry, das wir gestern Abend gegessen haben, war auch köstlich. Ich liebe es, wie vielfältig die Food-Szene in London ist. Auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass wir uns nicht nur an die typischen Touristenrestaurants halten. Es ist schön, lokale Orte auszuprobieren und die Stadt wie ein Einheimischer zu erleben. Dem stimme ich voll und ganz zu. Und ich freue mich schon darauf, morgen noch ein paar neue Lebensmittel auszuprobieren. Ich habe gehört, dass es in der Nähe des Camden Market einen tollen Streetfood-Markt gibt. Das klingt nach einer großartigen Idee. Und wir können auch einige der berühmten Desserts der Stadt probieren, wie klebrigen Toffeepudding und Etonmess. Ja, ich habe gehört, dass die erstaunlich sind. Apropos Camden Market, ich freue mich darauf, einige der lokalen Märkte zu erkunden und ein paar einzigartige Souvenirs zu finden. Ich auch. Es ist immer schön, etwas Besonderes mitzubringen, um sich an unsere Reise zu erinnern. Und ich freue mich auch darauf, einige der lokalen Viertel zu erkunden. Ich habe gehört, dass Notting Hill und Shoreditch eine Menge cooler Straßenkunst und unabhängige Geschäfte haben. Ja, das habe ich auch schon gehört. Und ich denke, es ist wichtig, die verschiedenen Seiten der Stadt zu sehen, nicht nur die Touristenattraktionen. Auf jeden Fall. Ich bin so froh, dass wir das Beste aus unserer Zeit hier machen und alles erleben, was die Stadt zu bieten hat. Ich auch, Anna. Diese Reise war bisher erstaunlich und ich weiß, dass es noch so viel zu sehen und zu tun gibt. Ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben, uns auf die U-Bahn zu verlassen, um uns in der Stadt fortzubewegen. Es ist so effizient und einfach zu navigieren. Ja, und es ist auch eine großartige Möglichkeit, einen Einblick in das lokale Leben zu bekommen. Wir sehen, wie die Menschen in den verschiedenen Vierteln leben und arbeiten. Auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass wir auch einen Tagesausflug nach Windsor gemacht haben. Die Stadt ist so charmant und das Schloss ist atemberaubend. Ja,
Es war eine schöne Abwechslung zum hektischen Treiben der Stadt. Und die Aussicht von der Burg war unglaublich. Und ich habe es geliebt, etwas über die Geschichte des Schlosses und der königlichen Familie zu erfahren. Es war so faszinierend. Auf jeden Fall. Und ich freue mich darauf, einige der anderen nahegelegenen Städte und Sehenswürdigkeiten wie Bath und Stonehenge zu erkunden. Ja, die stehen auf jeden Fall auf unserer Liste. Und ich freue mich auch darauf, einige der berühmten Parks und Gärten der Stadt zu sehen, wie den Hyde Park und die Kew Gardens. Ich auch. Und ich bin so froh, dass wir unsere Reiseroute im Voraus geplant haben, damit wir das Beste aus unserer Zeit hier machen können. Hier ist es genauso. Diese Reise war bisher ein erstaunliches Abenteuer, und ich weiß, dass es noch so viel zu sehen und zu tun gibt. Dem kann ich nur zustimmen, Anna. Ich fühle mich so glücklich, all dies mit dir zu erleben und Erinnerungen zu schaffen, die wir ein Leben lang in Ehren halten werden. Eines der Dinge, die mir an dieser Reise wirklich aufgefallen sind, ist die Energie der Stadt und die Mischung aus alter und neuer Architektur. Ja, es ist erstaunlich, wie man eine Straße entlang gehen und 1000 Jahre altes Schloss neben einem modernen Wolkenkratzer sehen kann. Und ich liebe es, wie sich die Stadt ständig weiterentwickelt und es dennoch schafft, ihre Geschichte und ihren Charme zu bewahren. Auf jeden Fall. Von den traditionellen Kneipen bis hin zu den Galerien für zeitgenössische Kunst ist hier für jeden etwas dabei. Und es sind nicht nur die großen Wahrzeichen, die beeindruckend sind. Auch die Wohnviertel haben ihren ganz eigenen Charakter und Charme. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie die Menschen in verschiedenen Teilen der Stadt leben. Und ich denke, es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, diese Viertel zu erkunden und die Stadt aus der Perspektive eines Einheimischen zu sehen. Absolut. Und ich bin froh, dass wir das auf dieser Reise tun. Es geht nicht nur darum, die berühmten Sehenswürdigkeiten zu sehen, sondern auch den Alltag der Stadt zu erleben. Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist es, was diese Reise so besonders macht. Wir sind nicht nur Touristen, wir lernen die Stadt auf einer tieferen Ebene kennen. Dem kann ich nur zustimmen, Anna. Diese Reise war ein unglaubliches Abenteuer, und ich weiß, dass wir uns immer an die Energie und den Charakter dieser unglaublichen Stadt erinnern werden. Ich muss sagen, der Tower of London war eines der beeindruckendsten Dinge, die wir auf dieser Reise gesehen haben. Ja, es war erstaunlich, all die mittelalterliche Architektur zu sehen und etwas über die Geschichte der Stadt zu erfahren. Und die Kronjuwelen waren absolut umwerfend. Ich konnte nicht glauben, wie viele Diamanten und Edelsteine darin waren. Es relativiert wirklich, wie viel Reichtum und Macht die Monarchie damals hatte. Auf jeden Fall. Und ich liebte es auch, etwas über die verschiedenen Könige und Königinnen zu erfahren, die im Turm lebten, und die verschiedenen Verwendungszwecke, die er im Laufe der Geschichte hatte. Ja, es ist faszinierend, über all die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten des Turms nachzudenken, von einem königlichen Palast über ein Gefängnis bis hin zu einem Zoo. Und ich bin froh, dass wir einige der berühmten Raben gesehen haben, die im Turm leben. Die Legende besagt, dass, wenn sie jemals gehen, der Turm und die Monarchie fallen werden. Ja, es ist immer interessant, von den verschiedenen Legenden und dem Aberglauben zu hören, die Teil der Geschichte der Stadt sind. Und ich bin froh, dass wir auf dieser Reise die Chance haben, all das zu erfahren.
Es geht nicht nur um die berühmten Sehenswürdigkeiten, sondern auch um die Geschichten und Legenden, die sie so faszinierend machen. Auf jeden Fall. Und ich denke, das ist es, was London zu einer so besonderen Stadt macht. Es geht nicht nur um die Gegenwart, sondern auch um die Vergangenheit und das Vermächtnis, das hinterlassen wird. Dem kann ich nur zustimmen, John. Diese Reise war bisher ein erstaunliches Abenteuer, und ich weiß, dass wir uns immer an die Geschichte und den Charakter dieser unglaublichen Stadt erinnern werden. Ich muss sagen, die Kronjuwelen aus nächster Nähe zu sehen, war für mich einer der Höhepunkte dieser Reise. Hier ist es genauso, John. Es war wirklich beeindruckend, all die Diamanten und Edelsteine persönlich zu sehen. Und die Geschichte hinter jedem Stück war so faszinierend. Ich konnte nicht glauben, wie alt einige von ihnen waren. Auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass wir so viele Fotos gemacht haben, um uns an das Erlebnis zu erinnern. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man so etwas zu sehen bekommt. Ja, ich denke, diese Fotos werden eine großartige Möglichkeit sein, auf diese Reise zurückzublicken und sich an all die erstaunlichen Dinge zu erinnern, die wir gesehen und getan haben. Und es sind nicht nur die Kronjuwelen. Wir haben so viele Fotos von all den verschiedenen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen gemacht, die wir besucht haben. Das stimmt. Und ich denke, es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, diese Erinnerungen festzuhalten und etwas zu haben, auf das man zurückblicken kann. Auf jeden Fall. Und ich bin auch froh, dass wir uns die Zeit nehmen, den Moment zu genießen und uns nicht nur auf die perfekte Aufnahme zu konzentrieren. Ja, es ist wichtig, eine Balance zu finden zwischen dem Erleben von Dingen im Moment und dem Festhalten für später. Und ich denke, das ist uns auf dieser Reise gut gelungen. Wir haben so viele tolle Erfahrungen und Erinnerungen gemacht, die wir ein Leben lang in Ehren halten werden. Dem kann ich nur zustimmen, Anna. Diese Reise war ein unglaubliches Abenteuer, und ich bin dankbar, dass wir sie gemeinsam erleben konnten. Die Bootsfahrt auf der Themse hat so viel Spaß gemacht. Wir haben so viele berühmte Sehenswürdigkeiten gesehen. Ja, es war toll, die Stadt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und die Aussicht auf das London Eye und die Houses of Parliament war atemberaubend. Auf jeden Fall. Und ich liebte es, etwas über die Geschichte der verschiedenen Brücken zu erfahren, unter denen wir hindurchfuhren. Ja, es ist immer interessant, von den verschiedenen Geschichten und Legenden zu hören, die Teil der Geschichte der Stadt sind. Und ich bin froh, dass wir einige der berühmten Sehenswürdigkeiten vom Wasser aus sehen konnten. Es ist eine einzigartige Art, die Stadt zu erleben. Auf jeden Fall. Und ich denke, es ist wichtig, all die verschiedenen Möglichkeiten zu nutzen, die Stadt zu sehen, sei es zu Fuß, mit dem Boot oder mit der U-Bahn. Ja, hier gibt es so viel zu sehen und zu tun. Und ich bin froh, dass wir das Beste aus unserer Zeit machen und alles erleben, was wir können. Ich auch. Und ich bin gespannt auf das, was noch auf unserer Reiseroute steht, wie zum Beispiel die Erkundung einiger der lokalen Viertel und das Ausprobieren neuer Speisen. Hier ist es genauso. Und ich bin froh, dass wir uns die Zeit nehmen, den Moment zu genießen und das Beste aus dieser Reise zu machen. Das British Museum war unglaublich. Ich könnte Tage dort verbringen und trotzdem nicht alles sehen. Hier ist es genauso. Ich war erstaunt über die antiken Artefakte und die weltgeschichtlichen Exponate. Und die Art und Weise, wie sie die Artefakte ausgestellt haben, war so beeindruckend. Es fühlte sich wirklich an,
als würden wir durch die Zeit reisen. Auf jeden Fall. Und ich liebte es, etwas über die verschiedenen Kulturen und Zivilisationen zu erfahren, die im Museum vertreten waren. Ja, es war faszinierend zu sehen, wie sich verschiedene Gesellschaften im Laufe der Geschichte entwickelt haben und miteinander interagiert haben. Und ich bin froh, dass wir uns die Zeit genommen haben, auch einige der weniger bekannten Exponate zu sehen, nicht nur die berühmten wie den Stein von Rosette. Ich auch. Ich denke, es ist wichtig, die verschiedenen Teile des Museums zu erkunden und all die erstaunlichen Artefakte zu schätzen. Und ich bin auch froh, dass wir den Audioguide hatten, der uns hilft, die Exponate zu verstehen. Es hat der Erfahrung so viel Tiefe verliehen. Ja, der Audioguide war den Aufpreis auf jeden Fall wert. Es hat uns geholfen, die Geschichte und Bedeutung jedes Artefakts zu würdigen. Und ich finde es toll, dass der Eintritt ins Museum frei ist. Es ist eine so wertvolle Ressource für Menschen, um etwas über Geschichte und Kultur zu lernen. Auf jeden Fall. Und ich bin dankbar, dass wir die Gelegenheit hatten, das Museum zu besuchen und so viel über die Welt und ihre Geschichte zu erfahren. Das Einkaufen in der Oxford Street hat so viel Spaß gemacht. Es gab so viele Geschäfte und Möglichkeiten. Ja, es war manchmal überwältigend, aber wir haben einige tolle Angebote und Souvenirs gefunden. Und ich bin froh, dass wir uns auch die Zeit genommen haben, einige der lokalen Märkte zu erkunden. Wir haben dort einige wirklich einzigartige und besondere Souvenirs gefunden. Auf jeden Fall. Und es war schön, auch lokale Künstler und Unternehmen zu unterstützen. Und ich mochte die Atmosphäre auf den Märkten. Es war so lebendig und bunt. Ja, es fühlte sich wirklich so an, als würden wir die lokale Kultur und Gemeinschaft erleben. Und ich freue mich auch darauf, einige der anderen Märkte und Viertel zu erkunden, wie Camden Market und Notting Hill. Hier ist es genauso. Und ich denke, es ist wichtig, eine Balance zwischen den großen Einkaufsstraßen und den lokalen Märkten zu finden. Beide bieten etwas Einzigartiges. Auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass wir uns die Zeit nehmen, all die verschiedenen Teile der Stadt zu erkunden und unsere eigenen besonderen Erlebnisse zu finden. Ich auch. Und ich bin gespannt auf das, was noch auf unserem Reiseplan steht, wie ZB den Besuch einiger der berühmten Parks und Gärten der Stadt. Ja, es gibt noch so viel zu sehen und zu tun. Ich bin so dankbar für diese tolle Reise und all die Erinnerungen, die wir schaffen. Ich auch, Anna. Das war ein unglaubliches Abenteuer, und ich weiß, dass wir immer gerne darauf zurückblicken werden. Eines der Dinge, die ich an London liebe, ist die vielfältige Food-Szene. Wir haben auf dieser Reise so viele verschiedene Arten von Küche probiert. Ja, es ist erstaunlich, dass man hier fast jede Art von Essen finden kann, von traditionellem Englisch über Indisch bis hin zu Thailändisch. Und ich bin froh, dass wir uns nicht nur an die typischen Touristenrestaurants halten. Wir haben einige der lokalen Orte erkundet und versteckte Schätze gefunden. Auf jeden Fall. Und ich denke, es ist wichtig, die Stadt wie ein Einheimischer zu erleben und die Speisen zu probieren, die sie mögen. Und ich bin auch froh, dass wir keine Angst davor haben, neue Dinge auszuprobieren. Wir hatten auf dieser Reise einige wirklich einzigartige und köstliche Gerichte. Ja, wie die Fish and Chips und der Shepherd's Pie. Und ich liebte es, die verschiedenen indischen Currys und das Streetfood zu probieren.
Hier ist es genauso. Und ich freue mich schon darauf, morgen noch ein paar neue Lebensmittel auszuprobieren. Ich habe gehört, dass es in Soho ein tolles koreanisches Restaurant gibt. Das klingt nach einer großartigen Idee. Und wir können auch einige der berühmten Desserts der Stadt probieren, wie klebrigen Toffeepudding und Etonmess. Ja, die stehen auf jeden Fall auf unserer Liste. Und ich bin froh, dass wir uns nicht nur auf die herzhaften, sondern auch auf die süßen Gerichte konzentrieren. Absolut. Und ich finde es erstaunlich, wie die Food-Szene die Vielfalt und Kultur der Stadt widerspiegelt. Auf jeden Fall. Und das ist eines der Dinge, die London zu einer so besonderen und einzigartigen Stadt machen. Dem kann ich nur zustimmen, Anna. Diese Reise war ein unglaubliches Abenteuer, und ich bin dankbar für all die verschiedenen Speisen und Geschmacksrichtungen, die wir erleben dürften. Ich muss sagen, die U-Bahn war ein Lebensretter auf dieser Reise. Es ist so einfach zu navigieren und hat uns so viel Zeit gespart. Ja, es ist erstaunlich, wie effizient und zuverlässig es ist. Und es ist auch eine großartige Möglichkeit, die verschiedenen Viertel der Stadt zu sehen. Auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass wir uns nicht nur auf Taxis oder Busse verlassen. Die Tube ist viel schneller und bequemer. Und ich bin beeindruckt, wie sauber und gepflegt die Bahnhöfe und Züge sind. Es macht wirklich einen Unterschied im Gesamterlebnis. Hier ist es genauso. Und ich bin froh, dass wir uns die Zeit genommen haben, die verschiedenen Linien und Routen zu verstehen, damit wir uns schnell und effizient in der Stadt fortbewegen können. Und ich denke, es ist auch wichtig, einen Backup-Plan zu haben, falls die U-Bahn jemals verspätet oder geschlossen wird. Das stimmt. Und es ist immer gut, ein Gespür für die verschiedenen verfügbaren Transportmöglichkeiten zu haben, wie Busse oder zu Fuß. Und ich bin froh, dass wir einige der verschiedenen Viertel auch zu Fuß erkunden konnten. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Stadt aus nächster Nähe zu sehen. Auf jeden Fall. Und ich freue mich darauf, noch mehr von den lokalen Vierteln zu erkunden und zu sehen, was jedes zu bieten hat. Ich auch. Diese Reise war ein unglaubliches Abenteuer, und ich bin dankbar für all die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir die Stadt erleben konnten. Windsor Castle war so großartig und beeindruckend. Ich war überwältigt von seiner Größe und Schönheit. Ja, und die Geschichte dahinter ist so faszinierend. Es ist erstaunlich, an all die verschiedenen Ereignisse und Menschen zu denken, die daran teilgenommen haben. Und ich liebte es, durch die verschiedenen Räume des Schlosses zu gehen und all die Kunstwerke und Möbel zu sehen. Hier ist es genauso. Es gibt einem wirklich ein Gefühl dafür, wie das Leben der königlichen Familie damals war. Und ich bin froh, dass wir uns auch die Zeit genommen haben, die Gärten des Schlosses zu erkunden. Sie waren so schön und friedlich. Auf jeden Fall. Und ich denke, es ist wichtig, auch die natürliche Schönheit und die Landschaften zu schätzen, die Teil der Geschichte der Stadt sind. Und ich liebte es, etwas über die verschiedenen Pflanzen und Blumen zu erfahren, die in den Gärten standen. Es fügte dem Erlebnis eine ganz neue Dimension hinzu. Ja, und es ist erstaunlich, wie gepflegt die Gärten sind. Man merkt, dass viel Liebe und Aufmerksamkeit in ihnen steckt. Auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass wir uns die Zeit genommen haben, die Gärten und all die Schönheit, die sie zu bieten haben, wirklich zu schätzen. Ich auch.
Diese Reise war ein unglaubliches Abenteuer, und ich bin dankbar für all die verschiedenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, von der Pracht von Windsor Castle bis zur Ruhe seiner Gärten. Ich muss sagen, ich bin so dankbar für diese Gelegenheit, mit dir zu reisen und eine neue Kultur zu erkunden, John. Hier ist es genauso, Anna. Es war bisher ein unglaubliches Abenteuer, und ich bin dankbar für jeden Moment, den wir miteinander geteilt haben. Und ich denke, es ist wichtig, jede Gelegenheit, die wir haben, um zu reisen und neue Dinge zu erleben, zu schätzen und das Beste daraus zu machen. Absolut. Und ich bin froh, dass wir uns die Zeit nehmen, wirklich in die Kultur einzutauchen und die Stadt aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Ich auch. Und ich denke, es ist auch wichtig, einen Schritt zurückzutreten und zu schätzen, wie glücklich wir sind, diese Chance zu haben, zu reisen und zu erkunden. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir diese Abenteuer und Erfahrungen auch in Zukunft gemeinsam erleben können. Hier ist es genauso. Und ich bin dankbar für all die Erinnerungen, die wir auf dieser Reise geschaffen haben, von den großen Sehenswürdigkeiten über die lokalen Märkte bis hin zu den köstlichen Speisen. Und ich bin dankbar für die Gelegenheit, diese Erfahrungen mit dir zu teilen, Anna. Diese Reise war ein unglaubliches Abenteuer, und ich weiß, dass wir die Erinnerungen, die wir gemeinsam geschaffen haben, immer in Ehren halten werden. Danke für das Aufpassen. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Treffen wir uns bald in unserem nächsten Video.